Nachdem wir uns in den vergangenen Anno-News bereits ausführlich mit den Bedürfnissen eurer Einwohner in Anno 117 auseinandergesetzt haben, können wir heute dieses Thema noch ein Stück weiter vertiefen. Denn durch die schon damals angesprochenen Attribute und auch mögliche positive wie negative Gebäudebuffs entstehen im neuen Anno höchstwahrscheinlich viel realistischere Städte als jemals zuvor. Wie ich darauf komme? Tja, das erkläre ich euch jetzt in einer neuen Folge Anno-News. The time of cleansing draws nigh. Who now will save us from the coming darkness? Auf Basis der Unreal Engine 5 hat Bethesda vor wenigen Tagen ihr monumentales Meisterwerk aus dem Jahr 2006 neu aufgelegt und in die Hände einer neuen Spielergeneration gelegt. The Elder Scrolls 4 Oblivion ist dabei aber fast mehr Remake als Remaster und konnte so auf voller Länge überzeugen. Bei meinem Partner Instant Gaming, welcher euch die heutige Anno-News präsentiert, erhaltet ihr dieses gigantische Rollenspiel für gerade mal 43,99 € zuzüglich Mehrwertsteuer und damit ein paar Euro günstiger als auf Steam direkt. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Find him and close shut the jaws of oblivion. Anno-typisch verlangen eure Einwohner Lebensmittel, Kleidung und andere Dinge, um sich in eurem Städtchen pudelwohl zu fühlen. Als Gegenleistung erhaltet ihr so zum Beispiel Steuereinnahmen, ein geringeres Brandstiftungsrisiko und natürlich auch nicht so coole Dinge wie eine ganze Rebellion gegen euch. Ist ja nicht so, dass das geschichtlich nie vorgekommen wäre, aber wir schweifen ab. Anders als bisher setzt Anno 117 hier aber auf ein dynamisches System, welches euch mehr Wahlmöglichkeiten lässt und ihr somit nicht zwingend alle Bedürfnisse erfüllen müsst, es aber dann doch könnt, um von möglichst vielen Boni zu profitieren. Diese Boni sind im Spiel salopp gesagt Attribute und genau um diese soll es heute gehen. Für Anno-Bros sind diese Attribute an sich nichts völlig Neues. Dinge wie Einkommen, Zufriedenheit oder Bevölkerung gab es auch schon früher und waren auch dort ein Kernspielelement. Diese ermitteln sich durch Gebäude bzw. zum einen großen Teil durch Wohnhäuser und sind primär an die Erfüllung von Bedürfnissen gekoppelt. Also zum Beispiel, wenn ihr eure Stufe 1 Bewohner mit Fisch versorgt, erhaltet ihr +1 Bevölkerung und +1 Einkommen. Kommen Tuniken hinzu, gibt es weitere +2 auf das Einkommen. Ist außerdem Zugang zu einem Markt vorhanden, kommen +1 Bevölkerung und wieder +1 Einkommen obendrauf. Damit erhaltet ihr von diesem Wohnhaus insgesamt +2 Bevölkerung, +4 Einkommen und könnt ab hier das Gebäude auf die nächste Stufe ausbauen. Ihr könnt aber auch alternativ oder zusätzlich Haferbrei dazu liefern, gibt +2 Bevölkerung, sowie Peleus, also Hüte mit +1 Einkommen und +1 Zufriedenheit, sowie Zugang zu einer Taverne herstellen, was dann wiederum +1 Bevölkerung und +1 Zufriedenheit bedeutet. Gibt also in Summe mit der kompletten Idealsituation +5 Bevölkerung, +5 Einkommen und +2 Zufriedenheit durch dieses eine Wohnhaus. Klingt jetzt vielleicht kompliziert, ist aber tatsächlich weit transparenter als in Anno 1800. Zudem lassen sich alle erwerbbaren Attribute jederzeit über das Menü des Gebäudes einsehen. Um nochmal die Verzahnung zu den schon besprochenen Bedürfnissen herzustellen, hier noch ein weiteres Beispiel aus dem letzten Devstream. Etwas weiter fortgeschritten im Spiel möchten eure Einwohner das Luxusgut Wein, geben sich aber auch alternativ mit Käse zufrieden, wohingegen beides zu entsprechend mehr Attributpunkten führt. Den Wein könnt ihr relativ einfach in Latium produzieren, wohingegen ihr den Käse nur aus Albion via Handelsroute in euer Reich importieren könnt. Wie ihr euch dann entscheidet, liegt also ganz bei euch. Es gibt aber neben den Werten für Zufriedenheit, Einkommen und Bevölkerung natürlich auch noch mehr. Genannt werden hier zum Beispiel die Feuersicherheit und die allgemeine Gesundheit eurer Bevölkerung, wohingegen 3 weitere aktuell noch geheim bleiben. Ubisoft versucht dabei, Attributpunkte mit einem Objekt sinnvoll zu verknüpfen. So erhöht gelieferte Seife beispielsweise nicht nur das Einkommen, sondern natürlich auch die Gesundheit. In diese ganze Mechanik spielen aber auch die sogenannten Gebäudebuffs mit rein, die im Grunde auch nichts komplett Neues sind, in ihrer Wirkung aber das allgemeine Gameplay doch schon deutlich hin zu viel mehr realistischen Siedlungen beeinflussen könnten. Also, was ist das?
Buffs können zum Beispiel durch öffentliche Gebäude ausgelöst werden. Ganz banales, naheliegendes sowie archetypisches Beispiel hierfür ist eine Feuerwache, die das Brandrisiko in ihrem Umkreis senkt und im Notfall ausrückt, um den Brand zu löschen. Neu ist hingegen, dass Produktionsgebäude ebenfalls positive wie negative Buffs in ihrer umliegenden Umgebung verursachen. So verursacht eine Köhlerei in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern ein Minus von 3 bei der Gesundheit der Anwohner und erhöht gleichzeitig das Brandrisiko auch um 3 Punkte. Es macht also durchaus Sinn, diese Produktion in einen anderen Bereich der Insel zu verlagern, der vielleicht nicht oder nicht so stark bewohnt ist. Hingegen müsst ihr bei der Bäckerei abwägen, denn diese erhöht zwar das Brandrisiko um 2, erhöht aber gleichzeitig auch das Einkommen um 2. Und das führt mich zum eingangs angesprochenen Punkt zu mehr realistischen Städten. Denn nun packt ihr nicht mehr den Bäcker irgendwo neben Getreidefarm und die Windmühle in die Pampa, um die Sache einfach erledigt zu haben, sondern integriert die Bäckerei direkt in eure Wohnsiedlung, um einen möglichen Buff mitzunehmen und den Lebensstandard zu heben. Damit sind wir jetzt eigentlich bereit für echtes Gameplay, oder? Einige Creator, ich leider nicht, sowie die Presse durften den Titel mittlerweile anspielen, stehen aber noch unter Embargo. Dieses fällt aber demnächst, genauer gesagt am 19. oder 20. Mai, also in nicht einmal mehr 2 Wochen. Zudem sind diese Woche die ersten Beta-Keys verschickt worden. Solltet ihr euch für den Beta-Test registriert haben, wäre es vielleicht mal an der Zeit, den Maileingang oder vielleicht auch sicherheitshalber euren Spam-Ordner zu checken. Sobald es was Neues gibt, und ich behaupte mal, davon gibt es demnächst sehr viel, werde ich wieder berichten und euch in den Anno-News wie gewohnt auf dem Laufenden halten. Also gerne ein Abo da lassen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Again, highlighting, we'll have May 19th, if not marked, I sound like a broken record. May 19th, this week is the one you should absolutely mark in your calendars. We make sure that you won't miss it, of course, but this is the big gameplay reveal week. Lots more information on more features and obviously gameplay, so this is the time you should be looking forward to. We also have, until then, more dev, and after, of course, more dev blogs coming up, including dev blogs that are covering the topics that we talked about today, so we get them in writing as well. Sorry, wrong camera. Hello. The dev blogs that you get that stuff in writing as well, with some more details on the stuff that maybe we haven't covered yet because we were thinking it was a bit too nerdy for the stream, and we rather kept it like this, so you find it in the blogs. So you find more of this coming up in the next weeks. Reminder, you can still sign up for the beta tests, and we'll make absolutely sure that you're not missing when we're sending out the invites, so you'll make very sure that you're aware.